Morning, my dear friends. Ausnahmsweise habe ich jetzt mal 6 Stunden geschlafen, anstatt 4, 5. Und ich bin gleich so kaputt, Mann. Seit ich hier bin, fresse ich nur so Scheiße. Sandwiches, Pizza, Döner, nichts anderes Gesundes. Heute ist der 4. Messetag. Ich war noch nie im Leben bis jetzt 4 Tage auf einer Messe. Ich bin es mir gewöhnt, von der Schweiz sind es Maximum 3 Tage. Und das ist die Fantasy Basel, wo ich dann auch tätowiere. Und ja, in diesen 3 Tagen wird richtig Gas gegeben und dann kaputt. Und darum fühle ich es heute, diese Kaputtigkeit. Hab keine Kippen mehr, ausgeschossen. Kaufland hier unten ist zu. Muss irgendwo finden, diese an einer Tankstelle oder so. Tada! Alles schön zusammengepackt hier, sauber gemacht. Also der Müll habe ich hier reingestopft in diesen Sack, dass ich nicht wie ein Tier aus diesem Hotel laufe, denn das war's. Adios, cool. Ein Scheißdreck habe ich gepennt heute länger. Es war ja die Zeitumstellung, darum bin ich ja immer noch kaputt, weil ich in den letzten 4, 5 Tagen wie ein Zombie schlafe, Mann. Tja, da ist man einmal ein bisschen später dran und gleich so ein riesen fucking Stau. Ich kann von Glück reden, wenn ich noch hier ein Parking finde. Aber zum Glück haben wir diesen Hintereingang hier, geht schneller. So, ich bin jetzt ganz kurz in Halle 1 gerannt, wegen dem Schwarzen Turm Verlag, weil der Redakteur oder der Boss dort, glaube ich, ist der, weiß es auch nicht genau. Michael, glaube ich, heißt er. Sagte, ich soll ihm mein Buch zeigen, weil er könnte das auch hier vertreiben in Deutschland. Also, dass nicht nur die Manga-Ecke das hat, sondern auch der Schwarze Turm. Aber ich habe einen Exklusivvertrag mit Manga-Ecke und das heißt, die nächsten 3 Monate gibt es nur bei der Manga-Ecke das Ganze. Und später kann ich dann noch weiter Deutschland einnehmen hier mit meinem Zeug. Und hier ein wunderbarer Plüschi für meine Frau. Ich dachte, ich muss hier irgendwas kaufen, das von Herzen kommt, von einer coolen Artistin hier. Macht die alles selber gestrickt. Nice. Wir haben 11:30, meine lieben Freunde. Erst ein Buch verkauft bis jetzt. Irgendwie bin ich so kaputt und komme nicht so in die Gänge. Keine Ahnung. Ich freue mich, nach Hause zu gehen. War gerade so ein kleines Mädchen an meinem Stand und die war so am Gucken, so voll fasziniert. Und dann kam ihre Mutter so ganz schnell angerannt, hat ihr die Augen zugedeckt und sagte, nee, das ist nichts für dich, das ist nicht genderneutral. What the fuck? Und das war's auch schon mit der LBM. Zeit zum Zusammenpacken. Hier seht ihr überall Leute rennen links und rechts und nehmen alles auseinander hier. So, das ging jetzt ein kleines bisschen schneller als das Aufbauen. Aufbauen ging 6 Stunden und Aufräumen 1 Stunde. So, das war's mit der LBM. Die Eindrücke werden folgen. Also das Video mache ich erst nach 1, 2 Tagen. Morgen schlafen, habe mir extra freigenommen. Und jetzt erwarten mich 8 Stunden Fahrt. Es pisst. Es regnet jetzt voll auf einmal, ist nicht gerade optimal, aber was will man machen? Gott beschütze mich auf dem Weg. Ungefähr 8 Stunden dauerte die Fahrt. Ich bin 2-mal angehalten zum Tanken und einmal zum was futtern und mich strecken. 2-mal hat es mich geblitzt. Ja, weil in der Dunkelheit sehe ich die Blitzer natürlich nicht, aber ich bin es mir gewohnt auf der deutschen Autobahn.
ein bisschen Gas zu geben, weil in der Schweiz können wir das nicht. In der Schweiz ist Tempolimit 120 und jede 100 Meter ist ein Blitzer dort. Moin meine lieben Leute, endlich wieder at home mit Hundi vereint. Wir waren gerade ein bisschen spazieren draußen und ich konnte wieder wunderschöne Schweizer Luft schnuppern. Oh, das war wunderschön und endlich wieder mal ein normales Käffchen. Herrlich. Auf der Messe habe ich fast nie einen Kaffee getrunken. Am ersten Tag habe ich ein Käffchen getrunken und das war's. Sonst habe ich die ganze Zeit Cola Zero reingesoffen und Sugar-Free Red Bull. Und ja, weil wenn ich Käffchen trinke, dann muss ich ab und zu aufs Klo rennen. Und das wollte ich natürlich vermeiden auf der Messe. Darum habe ich auch fast nie etwas gegessen und nur sehr wenig getrunken. Ist zwar nicht so gesund, aber weil ich ganz alleine am Stand war es schon besser, weil ich habe gemerkt, dass mir dieser glitzernde Totenkopf hier geklaut wurde, Mann. Scheiße. Ich habe hier dieses Video angesehen, zufällig, und dann sah ich ihn glitzern und dann dachte ich, fuck, den habe ich ja seit dem zweiten Tag, glaube ich, gar nie mehr gesehen. Auch beim Zusammenpacken und so, gar nichts. Das heißt, irgendein verdammter, dreckiger Bastard hat ihn sich einfach gekrallt und ist damit verschwunden. Einfach so am Stand. Und ich war ziemlich sauer, weil das habe ich gemerkt unterwegs, als ich in der Nacht am Fahren war Richtung Schweiz, ist mir das dann plötzlich eingefallen. Ich dachte, fuck man, nee, das kann doch nicht sein. Tja, und dann, wie ich eben so bin, nützt es nichts, sich aufzuregen, weil ich kann nicht die Schuld anderen geben. Es gibt eben so verdammte die klauen. Und ja, ich bin eben selbst schuld, weil ich war ganz alleine dort und musste den Stand ab und zu verlassen wegen Rauchen, meine Scheißsucht, die auch scheiße ist. Und ja, aber trotzdem bist du ein dreckiger Bastard. Ich weiß jetzt in Zukunft, dass ich nie mehr alleine auf eine Messe gehen werde. Ich werde ab jetzt jedes Mal jemanden mitnehmen, der den Stand übernehmen kann. Ja. Tja, wie war es denn jetzt am letzten Messetag? Es hat sehr, sehr langsam angefangen. Der ersten Stunde habe ich, glaube gar nichts verkauft. Erst ab der zweiten, dritten ging es dann langsam los. Es war jetzt nicht so viel wie am zweiten Tag zum Beispiel, aber schon mehr als am ersten Tag. Es waren wieder ganz viele tolle Leute an meinem Stand. Subscriber und Follower haben Hallo gesagt, sind kurz quatschen gekommen. Und manche wollten Fotos machen, Selfies mit mir und das war voll cool. Und ja, ganz am Schluss, ich war dann so am Zeichnen die ganze Zeit. Ich habe an 3 Bildern gearbeitet. Diese hier, die ganze Zeit, während ich am Stand saß und gewartet habe. Und ich habe gesehen, um 5:45 haben viele schon angefangen zusammenzupacken und so. Und dann, ich dachte, komm, ich bleibe jetzt fix um 6. Ich will jetzt noch unbedingt noch ein Buch verkaufen. Und noch 2 Bücher wollte ich verkaufen, weil, ich sage euch gleich wieso. Und dann in den letzten 5 Minuten ist noch ein Subscriber gekommen mit seinem Vater, glaube ich, war das. Und ich habe gesagt so, ja, willst du mal ein bisschen reinblättern? Und er so, nein, ich will eins kaufen. Ich folge dir auf YouTube, ich habe all deine Videos durchgesuchtet und so. Ich habe dich erst vorgestern, keine Ahnung, gesehen und das war voll cool. Ich so, wow, cool, Mann. Das heißt, du kennst meinen Struggle. Und das war voll nett, Mann, voll süß. Und dann hat er sich ein Buch gekauft. Und ja, dann wartete ich auf noch eins bis Punkt 6, wo dann die Stimme gesagt hat, so, fertig, die Messe schließt, finito, liebe Aussteller, zusammenpacken. Warum wollte ich noch einen verkaufen? Ich habe nur 49 Bücher verkauft, meine lieben Freunde, in diesen 4 Tagen. 49 Bücher.
Und ich hatte ja diese Limited Edition Original Sketch Cards und die waren genau für die ersten 50. Und das heißt, eins ist übrig geblieben und das würde ich gerne verlosen an einen von euch. Was müsst ihr dazu machen? Subscribe, Like und Comment. Schreibt irgendwas unter dem Video und beim nächsten Video werde ich einen verlosen. Ich habe ja noch eine Verlosung zu machen wegen einem älteren Video, wo ich einfach nicht dazu gekommen bin. Ich wollte das live im Instagram machen. Das wird jetzt morgen mache ich das auf jeden Fall. Ja. Ich schreibe das noch im Insta, dass ich jemanden verlose, der ein Buch gewinnen sollte. Also gibt es dann 2 Verlosungen. Die von diesem letzten Video habe ich schon aufgeschrieben, aufgezählt und das hier jetzt ist eine neue. Tja, ja, ich war schon ein bisschen traurig. Ich dachte, ich verkaufe bestimmt 200 Bücher oder so. Aber ja, das habe ich nur so gedacht, keine Ahnung. Es war ja auch 20 Euro so ein Buch und wäre es 5 bis 10 Euro, wie alle anderen Mangas dort, die ich gesehen habe auf der Messe, dann hätte ich bestimmt das 4-fache, 5-fache verkauft. Aber ich wollte den Preis nicht senken, weil sonst mache ich ja gar keinen Gewinn. Je kleiner die Auflage, desto teurer ist der Preis, ne? Hätte ich jetzt 10.000 Bücher drucken lassen, dann könnte ich es natürlich für 5 Euro anbieten, aber das wollte ich nicht, weil je mehr die Leute für ein Produkt zahlen, desto exklusiver fühlt es sich auch an und spezieller und man hält es so in den Händen, weißt du, und schmeißt es nicht herum und so, weil es hat einen gewissen Preis. Ist okay. Ich meine, den Manga kennt ja auch niemand. Ich bin ein absoluter Neuling auf diesem Gebiet, das erste Mal an der Messe. Und ja, viele haben sich so wie geschämt, so, erotisch, schnell, laufen wir weiter, werden rot, dass sie niemand sieht und so. Einmal ist auch so ein Typ gekommen, hat so ein bisschen umgeblättert und ich habe gesagt, ja, ist ein bisschen erotisch, ne? Und er so, hey, aber ich bin 18, ich kann dir auch meinen Ausweis zeigen. Ich so, nee, ich sag ja nur, schon gut, Mann, Alter. Ja, und ein paar haben dann so geblättert und dann sind sie einfach so stehen geblieben und ruhig. Und dann ich so, ja und, ist das was für dich? Und dann sie so, so, ja sag doch einfach nein und lauf weg, Mann, alter Schwede, was vergeudest du hier meine Zeit, Mann, so sinnlos am Stand rumhängen, ja, ich weiß nicht, und dann schauen sie so andere Sachen, ja, schon schön, ja, und dann laufen sie einfach weg, nicht mal Ciao sagen. Ja, es gibt halt ganz viele verschiedene Leute. Aber es war sehr faszinierend für mich, so viele Leute kennenzulernen und auch so viel Positivität, die gekommen ist zu mir und all die Leute, die einfach nur Hallo sagen wollten und all die Subscriber und Follower und so. Ich hätte das echt nicht gedacht. Ich habe ja nicht mal 300 Subscriber hier im YouTube und so viele sind gekommen von YouTube, die mich beobachtet haben und so. Und ich dachte auch, hätte ich jetzt noch plus 1000 Subscriber mehr, ich hätte bestimmt das 5-fache verkaufen können, aber ja, so ist es nun mal. 49, okay, wenn ich mir jetzt 49 Leute hier in meiner Wohnung vorstellen würde, die alle mein Buch haben und es lesen werden, hoffentlich auch, dann ist das schon nicht wenig. Also die hätten eigentlich schon ein kleines Platzproblem, obwohl meine Wohnung recht groß ist. Dafür gingen die Fine Art Prints, die eingerahmten, die gingen weg wie warme Brötchen. Also das hat mich schon auch ein bisschen überrascht, dass die so gut weggingen. Und Shirts habe ich einige verkauft, Acrylaufsteller hatte ich ja diese großen, limitierten auf 100 Stück, die gingen sehr gut weg. Sticker-Sets, nicht so. Postkarten auch, die gingen sehr gut weg, da hatte ich ganz schön viele. Irgend so ein Synchronsprecher ist zu meinem Stand gekommen mit seiner Freundin. Der hat irgend so eine kleinere Rolle in irgendeinem mega bekannten Anime, aber es fällt mir einfach nicht mehr ein. Und als er mir das sagte, dachte ich gerade, boah, voll geil, Mann, Alter. Und dann hat er mir so SMS gezeigt, dass er vielleicht sogar eine Chance hätte auf eine One-Piece-Rolle dort. Und ich dachte, boah, Mann, voll geil, Alter. Und ja, er war mit seiner Freundin und er hat sich dann auch so ein Artwork gekauft. Sie kaufen keine Mangas, sie lesen keine Mangas, aber
sie wollten etwas für die Wohnung, etwas Schönes, Ästhetisches und sie haben gesagt, wow, wunderschöne Bilder, richtig so ästhetisch, erotisch und nicht so pornös. Ja, natürlich habe ich auch andere pornösere Bilder, aber diese sind dann für die Dokomi, meine lieben Freunde, weil dort bin ich dann in der Ü18-Abteilung und ich denke, dort erwarten die Leute schon ein bisschen krasseres Zeug als jetzt hier. Hier habe ich mich schon recht zurückgehalten, aber auch diese Zurückhaltung, die ich hatte, war trotzdem zu viel für einige Leute und sind schnell wieder weitergelaufen von meinem Stand. Witzig. Viele neue Leute kennengelernt und auch viele alte Leute wieder gesehen, also alte, die ich jetzt schon ein Weilchen kenne, auch andere Artists von anderen Verlegen und so. Und manche von denen, ich freue mich jedes Mal, die Leute wiederzusehen und sage, hey, hallo und so. Und ja, nicht gerade so extrem, dass ich sie angreife, sondern so nett und anständig und fröhlich, so wie ich eben bin. Und manche von denen gucken mich dann so an, als ob ich sie ficken will oder so, man, what the fuck, man. Und zu jedem bin ich gekommen und will Hallo sagen und die Hand geben. Und manche sind dann so, also, ist das nicht normal in Deutschland, dass man sich die Hand gibt, wenn man Hallo sagt? Weil dort habe ich gemerkt, dass alle wie so ein bisschen zurückgezogen werden und so in dem Fall, what the fuck, was will der von mir? Warum streckt er mir jetzt die Hand? Das fand ich ein bisschen mysteriös. Auch Leute neben, die ich schon lange kenne und so und auch geschrieben habe, gesagt, hey komm, mein Stand vorbei, ja, ich komme. Und zu meinem Stand musste man nur so schnell um die Ecke laufen. Also das waren keine 2 Minuten. Ja, nee, ich kann jetzt nicht, ja, nee, ja, ich komme später. Und dann einfach nichts. Und dann einfach ignoriert. Auch Leuten, die ich dann im Insta geschrieben habe, hey, was geht und so, wie läuft's, bla bla, kommst vorbei in meinem Stand. Einfach nix. Einfach ignoriert. Schon schade, was ist los mit diesen Künstlern, Mann? Ich will denen ja nichts Böses tun, aber hey, egal. Es gab auch sehr gute. Ich habe zum Beispiel den Sisawa Miran kennengelernt, diesen Typen, der jetzt auch etwas für Manga Isho machen konnte. Und der war echt so ein herzlicher, süßer Typ. Genau, also no gay, ich bin verheiratet. Aber ja, er war echt ein süßes Kerlchen und er ist extra noch an meinem Stand vorbeigekommen. Er sagte, ich habe deinen Stand 2 Tage lang gesucht und so und ist gekommen an meinen Stand, um Hallo zu sagen. Auch wenn er kein Buch gekauft hat, egal, es war schön, dass er wenigstens an den Stand gekommen ist. Sowas finde ich anständig. Sowas zeigt einen gewissen Respekt und ich hätte genauso reagiert. Wenn ich jemandem sage, ich komme zu deinem Stand, dann komme ich auch zu deinem Stand. Ich war ganz alleine mit meinem Stand dort und ich ließ den Stand alleine. Es wurde fleißig geklaut, aber ich ging zu den Leuten hin, weil ich sagte, ich komme und ich komme euch besuchen und ich komme euch Hallo sagen. Aber ja, manche Leute geben einen Fick auf sowas, auf ihr Wort. Du gibst einen Fick auf dein eigenes Wort. Schon traurig. So, und jetzt die Frage aller Fragen, meine lieben Freunde. Die Frage, die sich allen stellte, wie viele Batzen hat man verdient in diesen 4 Tagen Conventions? Ich sage es euch ganz ehrlich, den Stand von 1200 hatte ich am 2. Tag draußen. In den restlichen 2 Tagen habe ich nochmal etwa 1005 gemacht, plus minus. Ja, sagen wir etwa 2500 habe ich gemacht. In diesen 4 Tagen 2500 Euro. Ja, so viel habe ich gemacht in diesen 4 Tagen. Das meiste habe ich verdient, ja, von den Büchern schon einiges. Und ja, viel von Shirts und den Fine Art Prints. Ja, die gingen sehr gut weg. Tja, ist jetzt nicht so ein wahnsinniger Batzen, aber ich denke trotzdem, dass manch anderer Deutscher einen ganzen Monat für diesen Batzen arbeitet. Oder nicht? Ich kenne mich da nicht aus mit den deutschen Löhnen. Also für mich, diese 2500 sind gar nichts.
weil das habe ich vielleicht in 2 Tagen Arbeit hier im Tattoo-Studio. Oder sagen wir in 5 Stunden etwa an einer Tattoo-Convention. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank allen, die an meinen Stand vorbeigekommen sind, die sich ein Buch gekauft haben oder Merch. All die, die einfach so vorbeigekommen sind, um Hallo zu sagen, um ein bisschen zu quatschen, oder all die Subscriber und Follower, die gekommen sind und Komplimente gemacht haben und Selfies mit mir. Danke euch allen, das ist so was Wertvolles und Wunderschönes. Das ist wirklich unbeschreiblich, meine lieben Leute. Sowas ist wirklich mehr wert als all der Batzen auf der Welt. Diese Gemeinschaft, diese Community zu pflegen und ja, all die neuen Leute, auch die ich kennengelernt habe, angesprochen, auch wenn sie sich irgendwie so, what the fuck, was willst du von mir, fick mich nicht bitte, sich irgendwie bedroht gefühlt haben oder so, vielleicht wegen meinem Aussehen, weil ich so zugetackert bin, voll tätowiert, weiß nicht, ob ich in Live wirklich so bedrohlich wirke. Ich denke immer, ich bin ein netter Typ und strahle irgendeine gewisse Freude aus, die von mir natürlich rauskommt, aber keine Ahnung, vielleicht sehen das ein paar Leute anders. Was will man machen? Das ist so, weil die selber irgendwie in einem schwarzen Loch sind und denken so, was wollen andere Menschen von mir, ich will nichts mit ihnen zu tun haben. Darum haben sie jedes Mal irgendwelche Berührungsängste oder so. Pipifax nenne ich das. Wenn du ein fröhlicher, aufgestellter Mensch bist und Leute dich mit Freude begrüßen, dann strahlst du auch Freude zurück, hin und her. So ist es. Und nicht, dass du Freude von anderen aufsaugst in dein schwarzes Loch und dann nur noch Leere von dir rauskommt. Aber was will man machen? Manche Menschen sind halt eben so. Das ist es. Da kann man auch nichts dran ändern. Leider, das ist eben so ein psychisches Ding, das vielleicht viel Arbeit und Zeit erfordert. Und ja, ich bin hier kein Psychologe, ne? Ich rede nur so ein bisschen vor mich hin. Danke euch ganz herzlich, meine lieben Leute, alle, die mich begleitet haben hier beim LBM Vlog. Das nächste Video, keine Ahnung, wann das kommt und was für ein Content ich weiter liefern soll. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen auf das Zeichnen konzentrieren. Das Skript für Band 2 steht ja schon. Ich muss das Storyboard noch ein bisschen weitermachen. Aber sehr bald kommt bestimmt was Neues. Also, like and subscribe, my dear friends. Thank you very much. See you next time. Adios, amigos.